Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir einen leckeren Snack, das sind gefüllte Champignons, die schmecken sowas von lecker und gesund sind die auch. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich das zubereitet habe, dann bleibt dran. Und los geht's! Für das heutige Rezept brauchen wir wenig Zutaten. Ich habe hier geriebenen Gouda, Lauchzwiebel, eine Viertel Paprika, eine Knoblauchzehe, braune Champignons, Mayonnaise, Gewürze, Salz und Pfeffer und braunen Zucker. Der erste Schritt wird sein, die Champignons erstmal bearbeiten und dann die Füllung. Nachdem ich die Champignons geputzt habe, dann schneide ich erstmal die trockenen Stücke hier von dem Stiel ab und dann werde ich mit einem Teelöffel aushöhlen. So, und jetzt vorsichtig mit dem Teelöffel hier alles rausholen. Die Champignonsköpfe sind jetzt ausgehöhlt worden und ich bepinsel die mit weichem Butter und dann gebe ich die alle sofort in eine Auflaufform. Ich habe schon meine Form eingefettet. Jetzt tue ich die Pilze beiseite. Und bevor die Füllung gemischt wird, dann muss ich erstmal ein paar Sachen klein schneiden. Und zwar die Stiele von den Champignons muss ich klein schneiden, die Paprika, die Knoblauchzehe und Lauchzwiebeln. Die Paprika schneide ich auch in ganz feine Stücke. Ja, die Paprika gebe ich auch dann zu den Pilzen. Dann jetzt die grünen Blätter von dem Lauchzwiebel auch ganz fein schneiden. Und das kommt auch noch in eine Schüssel rein. Die Knoblauchzehe muss ich auch irgendwie klein. Die Schnibbelarbeit ist jetzt fertig und bevor ich die Sachen zusammenmische, dann mache ich den Ofen erstmal auf 180 Grad Umluft an. Jetzt kommen noch die restlichen Sachen zu den geschnittenen. Da haben wir die Champignons, die Stücke, Lauchzwiebel und die Paprika. Dann gebe ich noch den geriebenen Gouda noch hinein. Salz, Pfeffer und brauner Zucker. Okay. Die Mayonnaise noch. Und dann alles gut zusammen vermengen. Und unterrühren und unterrühren und unterrühren. Jetzt nur noch der letzte Schritt. Die Champignons werden jetzt gefüllt. Ihr Lieben, die Füllung kann variieren. Das heißt, man kann auch Fleisch dazu nehmen, auch anderes Gemüse, Kartoffeln oder Karotten. Es ist jedem überlassen, die Füllung so zu gestalten, wie man sie mag. Ich liebe diese Kombination Käse-Mayonnaise. So sehen die schöne gefüllte Champignons aus. Und jetzt kommen die in den Ofen für etwa 20 Minuten rein. Jetzt ist es soweit. Wir nehmen die Champignons jetzt raus. Ah, die sehen so gut aus. Putzig! Ich freue mich schon. Oh, die sehen richtig gut aus. Et voilà! Die gefüllten Champignons sind fertig zum Servieren. Ich werde den Teller gleich dekorieren und sie genießen. Ihr könnt das als Vorspeise nehmen, auch als Beilage zum Gegrillten.
als Snack für zwischendurch. Die schmecken sowas von gut. So ihr Lieben, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.